Hallo, mein Name ist Dennis Und ich bin Doro. und mein Ziel ist es, der König der Piraten zu werden. Und unser Ziel ist es, einmal um die Welt zu segeln. Hoffentlich. Dafür haben wir uns ein Boot gekauft und haben es uns jetzt im November angeschaut, das erste Mal, und hatten ein richtig gutes Gefühl dabei. Und aus der Sache ist auch was geworden. Wir haben das Boot gekauft. Und wir haben es im Juni übernommen. Für die Übernahme haben wir uns versucht vorzubereiten und dafür haben wir ein paar Knoten geübt, damit wir zumindest, wenn wir rausfahren, irgendwie ein bisschen Bescheid wissen. Also an sich können wir segeln, aber nur mit der Jolle. Deshalb haben wir nochmal ein paar Knoten geübt, weil an der Jolle hast du keine Fender oder so. Mit der Yacht ist es dann doch ein bisschen anders gewesen. Und ja, da haben wir uns noch extra dafür Checklisten geholt, auch wie wir die Übernahme dann durchprüfen und durchschauen müssen, auf was wir alles achten sollen. Ja, an sich hat eigentlich alles geklappt. Die Antwort war sehr lang. Das heißt, wir hatten genug Zeit, die Checklisten uns auch durchzulesen und ein bisschen einzuprägen. Und konnten mit den Voreignern eigentlich soweit alles durchgehen. Und Genau. Probesegeln auch. Bevor wir da angekommen sind, wir waren viel zu früh dran Aber absichtlich. und wir waren super nervös. Und dann, als es soweit war, haben die uns auch super nett begrüßt, ähm, uns dann auch alles gezeigt, aber das ging halt so schnell auf Schlag, dass wir ja keine Zeit hatten, Uns überhaupt die nur Sachen zu merken. oder einen ruhigen Gedanken zu fassen. Genau, also der kleine Turn war recht schön. Ich glaube, so eine Stunde oder so waren wir sicher auf dem Wasser. Es hatte nicht viel Wind, aber an sich konnten wir segeln, ein bisschen kreuzen. Der Motor hat funktioniert. Soweit war eigentlich alles gut. An sich ist es ein sehr altes Boot. Es ist Jahrgang 95, also bald 30 Jahre alt. Es gibt natürlich einiges zu tun, aber eher so Schönheitssachen und so für uns einfach Sachen, dass es komfortabler wird. Das Teakdeck, es gibt ein Teakdeck. Wir wollen auch versuchen, das zu erhalten und mal gucken, ob wir das restauriert bekommen.
Motorcheck steht an, ein Rig-Check steht an. Sicherheitsausrüstung müssen wir noch nachrüsten und so Sachen. Aber das kommt dann alles zu gegebener Zeit, wenn wir uns damit beschäftigen. Genau. Und kaum ging die Stunde auch vorbei, in der wir die Bootsübergabe gemacht haben. Schon waren wir Bootseigner. War ein sehr krasses Gefühl. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, wir können es immer noch nicht ganz fassen. Auf einmal hat man halt ein Boot. Ja. Ein großes Boot, War ein schwimmendes Haus. ein schwimmender Wohnwagen. Eine schwimmende halbe Zimmerwohnung. Was jetzt ansteht, ist eben das Teak Deck ein bisschen vorbereiten. Wir wollen auf jeden Fall den Namen auch ändern. Aktuell heißt das Boot Jewa. Wir wollen es zu Nami umtaufen, also zu Nami. Nein, das ist nicht so. Es wird Nami heißen. Ja, Das Boot wird Nami heißen. genau. Und Sagt stehen, man Boot bei der Größe oder sagt man Schiff? ist dann Darüber dürfen wir uns mal noch streiten und informieren. versicherungstechnisch heißt es Segelyacht. Ja. Eine Yacht. Genau, und wenn wir die Vorbereitungen hier fertig haben, wollen wir bald auch los. Als erstes müssen wir noch die Wohnung aufgeben und Ja. alle unsere Sachen ins Boot bringen. Und verkaufen, was nicht ins Boot passt. Oder verschenken, wegwerfen. Oder zu unseren Eltern einlagern. Genau. Also wir lösen unsere Wohnung in Berlin auch auf. Das ist schon auch krass. Also ja, einfach keine Wohnung mehr zu haben und dann auf dem Boot zu leben. Und auch sich von jetzigen 3 Zimmern auf ein 30-Fuß-Boot zu beschränken, wird, glaube ich, eine Mammutaufgabe, aber nach und nach wird es. Ja, an sich ist es von Berlin hier auf Rügen, also auf Rügen liegt aktuell unser Boot, auch schon auch immer eine Strecke. Also ich glaube, wir fahren fast 5 Stunden mit dem Zug. Wir haben kein Auto, aber würden wahrscheinlich genauso lang brauchen. Ja, mal sehen, wie viel wir jetzt vor der Wohnungsauflösung dann auch immer herbekommen und wie das dann abläuft. Genau. Deswegen haben wir auch jetzt einen kleinen YouTube-Kanal aufgemacht, um zu gucken, um zu zeigen, wie das alles so vonstatten geht. Um unsere Probleme zu teilen. Unsere Wehwehchen. Genau. Oh ja, und auch für Familie und Freunde. Die sind schon auch alle gespannt, Richtig. was, Eigentlich wir vorwiegend hier, für was die. wir hier veranstalten. Genau. Deswegen, wir wünschen euch ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal.